Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn Sie abends so in den Himmel schauen und sehen diese ganzen wunderbaren kleinen Pünktchen da am Himmel, abgesehen von denjenigen, die da relativ schnell wandern, haben Sie es mit Sternen zu tun, mit sogenannten Fixsternen, die also fix am Himmel stehen und ein scheinbares Bild der Ewigkeit abliefern. Das sieht ja so aus, als wenn da oben überhaupt nichts passiert. Also die Sterne sind entweder strahlende Kugeln, die strahlen also einfach, oder aber sie sind nicht da. Also wir hatten ja schon viele Fragen zu Sternleichen, also wo man pathologisch eine Sternleiche auseinandernimmt. Ne? Weiße Zwerge, schwarze Löcher, Neutronensterne, alles schon da. Aber wie wird denn ein Stern zu sowas? Wie entwickelt sich ein Stern? Oder ist er einfach immer nur eine schöne Kugel wie die Sonne, die einfach in Ruhe da vor sich hin brutzelt? Oder wie wird ein Stern zu einer Leiche? Also mit anderen Worten, wie vollzieht sich das Leben eines Sterns eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn der Astronom lebt wie alle Menschen, sagen wir mal, größenordnungsmäßig 100 Jahre. Sterne sind aber riesengroße Gaskugeln und die Veränderungen von solchen Sternen, die dauern eben ein bisschen. Also die meisten Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die gehen schlagartig, aber das sind nur Explosionen, davon wollen wir nicht reden, sondern wie wird denn nun so ein Stern zu sowas? Und eine dieser Entwicklungsstadien, das ist sozusagen die Entwicklung vom Stern im Arbeitsleben hinein in das Rentenalter. Diese Entwicklung nennt man einen roten Riesen. Was ist ein roter Riese, ist heute das Thema. Also das ist jetzt nicht politisch gemeint oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Phase im Leben eines Sterns. Und diese Phase ist ein ganz wesentlicher Übergang für einen Stern, der ungefähr so viel Masse hat wie die Sonne, eher ein bisschen mehr, Entschuldigung. Einen wunderbaren roten Riesen können Sie am Himmel sehen, und zwar zwischen Herbst und Winter, zwischen Herbst und, sagen wir mal, Ende des Winters steht ein Sternbild am Himmel, das ist der Orion. Das erkennen Sie alle an den berühmten 3 Gürtelsternen, die da nebeneinander stehen. Und oben links, wenn Sie also von hoch gucken, oben links, da ist einer, das ist ein roter Riese, Teil. Ja. Das ist ein Stern, der ist so gewaltig, ja, das lässt sich überhaupt nicht vorstellen. Teil ist so aufgebläht, dass er fast an der Jupiterbahn heranreicht. So groß ist, 750 Millionen Kilometer groß in seinen besten Zeiten. Das heißt, er pulsiert momentan immer so ein bisschen. So in 6 Jahren regelt er seinen Durchmesser um 270 Millionen Kilometer. Die Sonne hingegen ist 1 Million Kilometer groß. Also das ist fast überhaupt nicht, also 1,4 Millionen. Aber Sie sehen, ja, die Sonne ist ein Winzstern im Vergleich zu diesem roten Riesen. Dieser rote Riese Teil ist bis zu 60.000 Mal heller als die Sonne, aber er ist auch kühler. Und dieser Stern, dieser rote Riese Teil, der wird uns noch beschäftigen. Und sagen wir mal, nicht uns Astronomen, sondern die Astronomen vielleicht erst in ein paar 100.000 Jahren. Weil wenn der mal explodieren sollte, und das wissen wir noch nicht genau, weil wir nicht genau wissen, wie viel Masse er nun tatsächlich hat. Hat er 12 Sonnenmassen oder hat er 17 Sonnenmassen? Wenn der 17 Sonnenmassen hat, also 17 mal so schwer ist wie die Sonne, dann wird er als Supernova explodieren und dann wird er am Tage zu sehen sein, und zwar so hell wie ein Halbmond, weil er ist relativ nah. Also relativ, Sie wissen ja, bei uns Astronomen ist das alles so eine Sache, 425 Lichtjahre ist die Entfernung, von der wir glauben, dass sie stimmt für Teil. Dieser Stern, Teil, dieser riesengroße Stern, ist der einzige, von dem wir eine Aufnahme haben, praktisch wie die Sonne, dass wir nämlich wirklich seine Oberfläche erkennen können. Alle anderen Sterne sind für uns nur Punkte. Die Frage ist, wie wird ein Stern zum roten Riesen? Und spielt das für unsere Entwicklung oder für die Entwicklung der Planeten um die Sonne, spielt das irgendeine Rolle? Mit anderen Worten, wird auch die Sonne zum roten Riesen. Ja, also wie wird jetzt ein Stern zum roten Riesen? Also der Stern, der normale Stern, ist ein Gleichgewichtssystem. Das ist klar. Der Druck von innen durch die Kernfusion verursacht, wirkt gegen die Schwerkraft, die nach innen zieht. Und im Inneren eines solchen Sterns wird Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Dabei wird Energie frei. Diese Energie ist die Quelle, von der wir leben. Wie ich immer sage, unsere Gedanken sind letztlich Kernenergie, also verschmolzene Atomkerne, die dabei, dass sie miteinander verschmelzen, wird Energie frei. Und diese Energie ist es, die ein Stern abstrahlt. Gut, so weit, so gut. Also ein normaler Stern verbrennt Wasserstoff zu Helium. Übrigens dabei verbrennt die Sonne so viel Material, dass sie pro Sekunde, jetzt nur mal am Rande bemerkt, 14 Millionen Tonnen Wasserstoff oder 14 Millionen Tonnen verliert. Ja? Also die Energie, die sie abstrahlt, entspricht 14 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das merkt die Sonne nicht. Also das Ding ist ja viel zu schwer. Man hat also davon keine Ahnung.
Dieser Prozess, also diese 14 Millionen Tonnen, die da pro Sekunde umgesetzt werden, also Masse in Energie, dieser Prozess verläuft so lange gut, solange im Innern noch Wasserstoff, also in der zentralen Maschine noch Wasserstoff da ist, der sich zu Helium verbrennt. Okay, Sie sind noch da? Das ist der innere Teil des Sterns und alles ist gut. Die äußeren Gasmengen, die lasten auf diesem Kern, aber der Kern drückt dagegen, weil er eine Energiefreisetzungsmaschine ist. Ne? Nochmal, da wird Gammastrahlung dabei frei. Die Gammastrahlung wird durch Streuung an dem umgebenden Material immer energieschwächer und energieärmer. Deswegen hat die Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, während in ihrem Innern 14 Millionen Grad herrschen. Nicht? Die Gammastrahlung kann nicht durch, so weit, so gut. Okay, jetzt sagen wir mal, Samstagabend, der Stern hat keinen Wasserstoff in seinem Innern mehr. So die letzten Atome Wasserstoff sind zu Helium verbrannt. Was nun? Das ist nicht schön für den Stern. Denn das, was jetzt passiert, ist etwas, was das ganze System völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Ja? Normalerweise, ist ja klar, geht der Energiefluss von innen nach außen. Also innen ist es heiß und die Energie wird nach außen transportiert, an die Oberfläche. Ja, jetzt hat er aber innen drin keine Energiequelle mehr. Das heißt, da kann überhaupt nichts mehr den Druck, den Schwerkraftdruck auf die innere Maschine halten. Ja? Kann überhaupt nichts mehr passieren. Was passiert? Was macht der Stern jetzt? Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Ganz langsam. Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Bei diesem Schrumpfen wird Gravitationsenergie frei, Bindungsenergie. Also wenn ein schweres System schrumpft, dann wird dabei Energie frei. Und diese Energie, jetzt halten Sie sich fest, diese Energie, die muss natürlich irgendwo hin. Wo muss sie hin? Nun, sie geht in die äußeren Schalen, die um den Kern herum liegen. Und die äußeren Schalen sind ja noch aus Wasserstoff. Ja, hier. Das heißt, wir haben um den Kern herum, der aus reinem Helium besteht, Wasserstoffschalen. Und in diese Wasserstoffschalen kommt nun die Bindungsenergie, die vom Schrumpfen dieses Kerns kommt. So, das ist unglaublich.